Hallo bei Ink Up Your Pen. Wer meine letzten Videos geschaut hat, wird festgestellt haben, dass ich euch einige Produkte des deutschen Herstellers Lamy vorgestellt habe. Da war zum Beispiel der LX in der Paperset Edition, aber auch der Lamy AL Star. Und die sind ja nicht gerade sehr günstig. Wenn man es im Angebot bekommt, dann ist es schon erstrebenswert. Aber ich habe mir gedacht, dass es ja sehr viele Klone davon gibt, zum Beispiel bei AliExpress. Wie immer an der Stelle, ich bekomme nichts dafür, weder von Lamy noch von AliExpress, noch von Wingsung, weil diesen Klon habe ich mir ausgesucht, und zwar den Wingsung 6359, und den habe ich leicht getuned, und zwar mit einer Lambitu. Das ist ebenfalls ein chinesischer Hersteller. Von Lambitu habe ich mir eine M-Feder geholt und habe die auf den Wingsung gesteckt, sodass wir auch einen Vergleich zu, und ich will ihn euch nochmal zeigen, zu dem Lamy AL Star in Azur. Ihr könnt dieses Video bei mir hier anschauen. Und das hier ist der Wingsung 6359 mit der getunten Lambitu M-Feder. Ja, ich will euch, wie gesagt, da wir ja deutlich unterschiedliche Preise hierzu haben. Der AL Star kostet, wenn ihr ihn nicht im Angebot findet, dann so um die 25, 26, 27 Euro. Da müsst ihr mit rechnen. Und der Wingsung, der kostet ca. 5, 6, 7 Euro. Die Feder kostet nochmal 1 bis 2 Euro. Also schon ein deutlicher Preisunterschied. Und vor dem Hintergrund will ich euch wie immer das Material so ein bisschen beschreiben, will das auch vergleichen mit dem AL Star. Dann machen wir Maße und Gewicht, und dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und dann ziehen wir auch gleich ein Resümee, und ich teile euch mit, ob ich mir den Wingsung 6359 und die Lambitu M-Feder in dieser Kombination wieder kaufen würde oder nicht, und ob das vielleicht ein qualitativ gleichwertiger Ersatz ist zu einem Lamy AL Star mit einer ähnlichen Ausstattung. Wir werden sehen, und lasst uns das jetzt hier gemeinsam anschauen. Ja, hier sind die beiden Modelle. Einmal der Wingsung 6359 mit der Lambitu M-Feder, das ist dieser hier. Und daneben das Original, der Lamy AL Star in Azur, ebenfalls mit einer M-Feder. In meiner Anmoderation eben habe ich vergessen, dass wir natürlich auch wie immer einen Schreibtest machen. Selbstverständlich weichen wir hier nicht davon ab, weil das ist ja das Wesentliche. Deswegen schauen wir uns ja die ganzen Füllfederhalter an, weil wir wissen wollen, ob die gut schreiben und ob wir damit ein schönes Schriftbild haben und ob wir damit zufrieden dann sind. Denn das ist die eigentliche Funktion neben dem guten Aussehen eines Füllfederhalters. Okay, dann kommen wir mal zu den beiden Modellen. Also wie gesagt, das ist der Wingsung, das ist der Lamy. Wenn ihr euch die beiden mal so anschaut, wir werden mal in die Größenvergleich gehen, dann könnt ihr sehen, dass die nahezu, mal gucken, ob wir das hier so hinbekommen, nahezu gleich groß sind. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig rauskommt aus dem Vergleich. Also der Lamy, der misst in dieser Form, wie er hier vor euch liegt. Wir können mal das Lineal dazu nehmen. Habe ich jetzt hier noch nicht getan. Da misst der ungefähr 14 cm. Dann vergleichen wir den mal mit dem Lambitu, beziehungsweise nicht mit dem Lambitu, sondern mit dem Wingsung 6359, ebenfalls 14 cm. Also insofern gleich lang, auch wenn ihr hier seht, dass, ich will es mal zeigen, die durchaus unterschiedlich sind. Und zwar, wie zum Beispiel hier, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Also hier oben habe ich sie zusammen. Und hier unten seht ihr, die eine Kappe ist etwas länger, und zwar die vom Wingsung. Die ist länger als die Kappe vom Lamy AL Star. Seht ihr gerade, der Wingsung hat hier schon eine kleine Beule. Das ist natürlich weniger schön.
Ja, ansonsten seht ihr hier noch einen Unterschied an der Kappe. Neben dem Clip, der relativ ähnlich ausschaut, der eine ist schwarz, der andere ist silbern gehalten, habt ihr hier zwei, ich sag mal, Ringe am Kappenkopf, am Abschlussstück. Das ist ja nicht ein wirklich eigenes Abschlussstück, sondern das ist ja nur eine Verzierung zwischen Clipansatz und oberem Ende der Kappe. Das fehlt beim Lamy. Wenn wir mal so drauf schauen, auch hier seht ihr schon den Unterschied. Der typische Lamy-Abschluss beim AL Star oder auch beim Safari. Und hier seht ihr den Abschluss, den Kopf sozusagen des Wing Sung 6359. Schauen wir uns gleich mal die entgegengesetzte Seite an. Hier beides in Kunststoff wieder gehalten, schaut ähnlich aus. Beim Lamy habt ihr Germany mit drauf, steht jetzt hier auf dem Kopf. Und beim Wing Sung habt ihr nichts drauf, sondern auch nur diesen Kappenkopf in Kunststoff. Ja, so von der Optik her relativ ähnliche Füllfederhalter, wenn wir mal wieder den Zoom bzw. den Fokus herausnehmen, dass ihr den auch besser wieder sehen könnt. Ja, relativ ähnlich. Hier seht ihr es nochmal, also die Kappe eindeutig, beim Wing Sung eindeutig länger. Insofern denke ich mal, kann man die auch nicht tauschen, aber das können wir gleich mal ausprobieren. Dann sehen wir mal die Kappe abziehen. Wir versuchen mal die Kappe vom Wing Sung hier auf den Lamy aufzustecken. Das geht nicht. Mal gucken, ob es umgekehrt geht. So, dann gucken wir mal die Lamy-Kappe. Die Lamy-Kappe, die geht sogar hier auf den Wing Sung drauf. Hält auch ganz gut, aber doch hält fest, muss man sagen. Also umgekehrt könntet ihr da die Kappe tauschen und die sitzt auch recht gut. Okay. Ja, lassen wir die Kappen gleich mal neben liegen. Dann hatte ich euch ja gesagt, ich habe den umgebaut auf beides mal eine M-Feder. Wir werden den nochmal etwas stärker fokussieren, dass ihr die Federn genau seht. So, da seht ihr die M-Lamy-Feder und die M, und das ist das Zeichen von Lambitu. Also dieser Wing Sung 6359, der wird in der Regel mit einer extra feinen oder feinen Feder ausgeliefert. Aber um hier einen wirklichen Vergleich zu bekommen, denn ich möchte keine M- oder M-Feder mit einer EF oder mit einer F-Feder vergleichen, weil das ist ein ungleiches Rennen. Insofern habe ich den hier, ich sag mal, getuned mit dieser Lambitu-Feder. Ich habe auch einige Füllfederhalter von Lambitu, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und deswegen fand ich, ist das ein durchaus geeignetes Tuning-Gerät, um hier gegen den Lamy antreten zu können. Dann schauen wir uns die Griffstücke an. Die Griffstücke sind ähnlich ausgeprägt, etwas betonter vielleicht beim Lamy AL Star. Ich versuche die jetzt beide mal so in die Hand zu nehmen, wenn ich das so habe. Ist hier die Ausprägung ist ein bisschen stärker. Die ist hier nur angedeutet. Also insofern, ja, das ist so ein Unterschied. Wir schauen uns mal die Rückseiten an. Rückseiten sehen ähnlich aus. Hier sieht man noch so eine Führungsschiene beim Wing Sung. Die sieht man hier beim Lamy nicht. Sind auch ähnlich groß. Naja, nicht ganz. Wenn man hier beide Ringe mal übereinander legt, dann ist der Lamy AL Star, das Griffstück, ein wenig länger. Der Tintenleiter sieht ähnlich aus, nahezu gleich, beide ohne Lamellen. Und hier drin beide Kunststoffstücke, kann man wunderbar die Tinte anschauen. Ich habe auch identische Tinte genommen, und zwar die Tinte von M&M in Türkis. Die kennt ihr schon, weil ich sie einmal selbst vorgestellt habe, und zum anderen, weil ich sie für die Lamy oder bei dem einen oder anderen Lamy-Test mit verwendet habe. Okay, ja, so viel zu den Griffstücken. Jetzt werden wir die mal aufschrauben. Dann seht ihr hier, ja, ich sag mal nahezu, wir werden es mal wieder hinlegen. Ich glaube, dann sieht man es schöner.
nahezu auch in der Farbgebung fast identische Teile. Der Lamy-Konverter ist ein Z28, das heißt, der Konverter ist speziell für einen Lamy, der ist auch, ich drehe mal kurz rum, hier mit Lamy beschriftet, hier seht ihr es. Und der Konverter, der muss übrigens beim Lamy hinzugekauft werden. Der Wing Sung bringt auch einen Konverter mit, der sieht fast identisch aus, ist aber ein Standardkonverter, internationale Tintenpatronen gehen da rein, hat natürlich hier oben auf dem Griffstück des Konverters kein Lamy-Aufdruck. Wer hätte es gedacht? Ja, so viel dazu. Ich nehme die Konverter jetzt nicht raus. Der Lamy-Konverter, weil ich ihn nämlich schon mit Tinte befüllt habe, der Lamy-Konverter wirkt ja etwas hochwertiger, hat hier oben ein Metallstück, hier oben ist es Kunststoff. Ansonsten sehen sie relativ ähnlich aus. Wir können ja mal versuchen, den Lamy mit dem anderen, mit dem Wing Sung zu verbinden. Mal gucken, ob der da drauf gehen würde. Ja, würde gehen. Ja, also ihr könntet euch auch eine Lamy-Wing Sung-Kombination zusammenbauen. Wir den wieder weg. Und dann schauen wir uns gleich mal, indem wir mal alle Teile hierher legen, nochmal den Schaft an des jeweiligen Füllfederhalters. Ja, hier sieht man es schon. Ich will jetzt mal ein bisschen fokussieren. So, hier sieht man schon die Unterschiede. Hier ist einmal Lamy eingraviert und beim Wing Sung habt ihr keine Gravur. Die Form ist relativ ähnlich. Der Lamy wirkt aus meiner Sicht ein wenig kräftiger, wirkt ein bisschen wertiger als der Wing Sung, aber es ist kein wesentlicher Unterschied. Das sind Alu-Formen, die sind beide sauber verarbeitet, beide mit einem ähnlichen Abschluss. Vielleicht ein klein wenig scharfkantiger der Wing Sung als der Lamy. Der ist super verarbeitet, aber einen wesentlichen Unterschied kann ich hier nicht benennen. Ansonsten sieht man hier schon, dass Wing Sung da ordentlich Anleihen bei Lamy genommen hat. Ja, beides ist Aluminium, zumindest nach der Angabe von Wing Sung. Da gehen wir mal von aus, dass das so passt. Und dann haben wir hier alle Bestandteile nochmal im Bild. Ich werde sie nochmal hier ein bisschen schärfer ranziehen, dass ihr die auch nochmal alle so seht im Vergleich dazu. Und so sieht er jetzt aus, oder so sehen die beiden Füllfederhalter aus. Da sieht man schon deutlich, wer da von wem abgekupfert hat und wer da auf das, ich sag mal, Trittbrett mit aufgesprungen ist. Und dann werden wir uns als nächstes im Schreibtest mal anschauen, wie denn das Wing Sung gelungen ist, hier sich Anleihen bei Lamy zu nehmen. So, dann kommen wir zum Schreibtest und zum Vergleich des Wing Sung 6359 mit der Lambitu M-Feder und dem Lamy AL Star in Azur. Wir beginnen mal mit dem Wing Sung 6359 und ihr könnt gleich mal hören, wie die Feder hier über das Papier gleitet. Okay, das habt ihr jetzt gehört. Jetzt legen wir den nebenhin und wir vergleichen mal den Lamy AL Star mit der M-Feder. Also ich finde, da war schon vom Schreibgeräusch ein deutlicher Unterschied zu hören.
so den Eindruck, dass der Lamy noch etwas mehr Tinte aufs Papier bringt. Ich kann euch das mal ein bisschen näher zeigen. Der wirkt noch ein wenig dunkler. Wir gehen mal hier ein bisschen näher ran. Ja, sieht man nur in Teilen. An dem M zum Beispiel, seht ihr das hier. Hier kommt ein bisschen mehr Farbe raus als hier. Da kann man es so ein bisschen vergleichen. Also der Tintenfluss beim Lamy AL Star ist höher als beim Wing Sung. Ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus, wenn man so ein bisschen stärker und schwächer betonte Linien hat. Wobei mir auch die Tinte beim Wing Sung 6359 mit der M-Feder von Lambitu sehr gut gefällt. Und auch das Schriftbild gefällt mir sehr gut. Ja, dann machen wir weiter mit dem... Nochmal kurz zurücksetzen. So, dann machen wir mal weiter mit dem Wing Sung. Also für beide Füllfederhalter habe ich die Tinte von M&M der Farbe Türkis verwendet. Und für beide Füllfederhalter, weil es ist ja hier ein Blatt Papier, habe ich wie immer Clairefontaine DCP 160 Gramm als Vergleichspapier verwendet, damit ihr auch hören könnt, wie unterschiedlich die Füllfederhalter schreiben. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal noch einen kurzen Schreibtest und im direkten Vergleich könnt ihr euch jetzt nochmal die unterschiedlichen Schreibgeräusche des Wing Sung 6359 mit der M-Feder von Lambitu und die M-Feder beim Lamy AL Star anhören. Wir beginnen mit dem Wing Sung. Okay. Jetzt ohne viel reinzusprechen, der Lamy AL Star. Okay, ich denke, das war eindeutig, dass die Feder des Lamy AL Star deutlich härter ist und auch mehr Feedback gibt, als es der Wing Sung getan hat. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal mit verkehrt herum probieren. Ich fange jetzt mit dem Lamy an. Und jetzt kommt der Wing Sung. Ja, beide haben, wie ihr seht, durchgehalten. Wobei ich sagen muss, das Schreibgefühl mit dem Wing Sung war deutlich unangenehmer als mit dem Lamy. Okay. Aber das ist ja sowieso nicht das Hauptanwendungsgebiet. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen Variation in die Feder zu bekommen. Wie gesagt, das ist nicht die Originalfeder des Wing Sung, sondern es ist die Feder von Lambitu. Ja, ein bisschen Variation ist reinzubekommen. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen fester aufdrücken können. Ja, dann kommt ein bisschen mehr Tinte. Aber es wird nicht wesentlich mehr Variation. Man kann hier mal gucken und hier mal schauen. Dann sieht man ein bisschen Variation. Und jetzt direkt darunter der Lamy AL Star. Ja, sieht ähnlich aus, würde ich sagen. Also auch hier relativ wenig Variation, wobei hier der Tintenfluss ein bisschen größer ist und hier der Tintenfluss ein bisschen größer ist. Also im Vergleich kommt etwas mehr Tinte beim AL Star. Ja,
So viel zum Schreibtest und dann werde ich euch als nächstes verraten, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Wing Sung 6359 mit der Lambi 2M-Feder, auch im Vergleich zum Lamy AL Star und ob ich mir den Wing Sung 6359 wieder kaufen würde, erfahrt ihr auch nach dem positiven und negativen, was ich hier zu den Füllfederhaltern herausgefunden habe. Also bis gleich. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Wing Sung 6359 mit der Lambi 2M-Feder? Also zeigen euch hier nochmal, hier ist er. Ich finde, das Schreibgefühl ist hervorragend. Ihr habt es vielleicht beim Schreibtest gehört. Die relativ harte Feder des AL Star war deutlich lauter zu hören als die Lambi 2M-Feder. Ich fand das Schreibgefühl sehr, sehr angenehm. Es ist sehr gut. Ich finde, mir hat es auch besser gefallen, wie die Feder über das Papier gleitet, als beim Lamy AL Star. Der Tintenfluss war sehr gut, sehr gleichmäßig. Man hat beim AL Star gesehen, es gibt immer etwas mehr, etwas weniger Tinte. Ich hatte es euch vorhin in dem Test ja gezeigt. Das sieht auch gut aus, aber von der Gleichmäßigkeit her, er schreibt natürlich dann etwas heller als der Lamy AL Star. Beide sind ja mit der gleichen Tinte befüllt gewesen. Die Tinte, wenn sie aufs Papier gebracht wird beim Wing Sung mit der M-Feder, sieht etwas heller aus als beim Lamy, der dann doch etwas mehr, ich sag mal, Tintenvariation durch den starken Tintenfluss reinbringt. Ich finde, es ist ein sehr gutes Handling. Das merke ich auch keinen Unterschied zum Lamy AL Star. Er ist sehr gut verarbeitet. Der hatte jetzt hier eine kleine Beule. Das ist natürlich auf den Versand zurückzuführen aus China. Ich habe den bei AliExpress mir gekauft. Was gefällt mir noch gut? Der Konverter ist dabei. Das kostet auch nochmal ein paar Euro, wenn ihr den von Lamy dazu kauft. Der ist hier schon beim Wing Sung dabei. Was gefällt mir weniger gut? Ja, der Clip ist etwas fester. Beim Lamy ist er perfekt eigentlich. Ich zeige es euch hier nochmal, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Also ja, geht aber auch. Ist funktional. Was mir noch weniger gefällt, ist klar, es ist eine Kopie des Lamy. Also die Designer bei Wing Sung haben hier nur, ich sag mal, eine deutliche Anlehnung an Lamy genommen. Eine eigene Leistung steckt im Design nicht. Jedoch muss ich sagen, die steckt im Schreibkomfort, zumindest in der Kombination Lambi 2. Und das ist jetzt auch mein Resümee hier für den Wing Sung 6359 in Kombination mit der M-Feder von Lambi 2. Wir müssen damit rechnen, dass wir für einen Lamy ca. 26, 27 Euro nicht im Angebot zahlen. Wenn ich das vergleiche mit ca. 5, 6 oder 7 Euro, die ich für einen Wing Sung 6359 bezahle und mir dann noch 3 M-Federn aus China bestelle von Lambi 2, die pro Stück dann auch nochmal so 1, 2 Euro ausmachen, dann habe ich einen Füllfederhalter für 7, 8 Euro, der vom Schreibgefühl her, und das muss ich leider, tut mir leid Lamy, ich bekomme nichts dafür, ich bekomme nichts von Wing Sung, ich bekomme auch nichts von Lamy, das muss ich leider so anmerken, vom Schreibgefühl her besser gefällt als das 26 oder 27 Euro Modell von Lamy. Das ist einfach mein Fazit aus diesem Vergleich. Ich bin selber so ein bisschen verwundert, dass man das so hinbekommen kann. Ich mag auch einen internationalen Standard-Konverter, weil er ist dabei und ich muss nicht extra was kaufen. Also insofern muss ich sagen, würde ich mir den Wing Sung 6359 wieder kaufen, ja, würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen und ich würde mir auch die M-Feder von Lambi 2 wieder kaufen, weil das Schreibgefühl mit dieser M-Feder ist hervorragend. Und mir gefällt es, diese Kombination, ich sage mal, dieses getunte Modell, gefällt mir insgesamt besser als mein Lamy AL Star in Azur. Ich finde, das Schreibgefühl ist besser und daher ist es für mich der Vergleichssieger.
Und ich habe ja auch schon gesagt, wenn ihr den euch kaufen wollt, schaut bei AliExpress. Da findet ihr ihn und ja, da findet ihr auch die Lambitou-Federn. Die könnt ihr euch da auch gleich mitbestellen und da könnt ihr das selber zu Hause mal ausprobieren und ihr könnt mir schreiben, ob ihr einen ähnlichen Eindruck habt von diesem Vergleich. Ich würde mich auf eure Meinung freuen. Mir fällt gerade ein, und das habe ich euch noch nicht gesagt, dass ich die Maße und das Gewicht vergessen habe. Das tut mir sehr leid, aber ich will es an der Stelle noch mal sagen. Der Füllfederhalter, der Wing Sung 6359, der wiegt 18,8 Gramm. Wenn ich das mit dem Lamy vergleiche, ist der Wing Sung etwas leichter. Er wiegt 22,8 Gramm. Der Lamy, also ist vom Material her, ist er etwas weniger gewichtig, sage ich mal, der Wing Sung. Die Maße ohne Kappe sind identisch, 13 cm, mit Kappe, also aufgesteckter Kappe 17,8 bzw. 17. Wing Sung kann man auch wunderbar aufstecken, zeige ich euch hier nochmal, weil ich es bei dem anderen Test vergessen habe. Also ihr seht hier, da geht nichts ab, der steckt bombenfest, das funktioniert auch. Also 17,8 im Vergleich zu 17 cm beim AL-Star. Und im geschlossenen Zustand misst er 14 cm, beim AL-Star sind es 13,9. Also wem der AL-Star gefällt, der kann auch zum Wing Sung mit der Lambitou-Feder greifen und hat einen in Maßen und Gewichten und in der ganzen Aufmachung her ähnlichen Füllfederhalter. Aber im Schreibgefühl, finde ich, hat für mich der Wing Sung 6359 mit der Lambitou-Feder eindeutig die Nase vorn. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Berichtet mir, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Ink Up Your Pen.